Peter geht in den Supermarkt. Er braucht Milch, Brot und Butter. Er sieht viele Leute im Supermarkt. Peter geht zum Regal mit der Milch. Er nimmt eine Flasche Milch. Dann geht er zum Regal mit dem Brot. Er wählt ein Brot aus. Er geht weiter zum Regal mit der Butter. Er nimmt eine Packung Butter. Peter geht zur Kasse. An der Kasse steht eine Frau. Die Frau kauft Obst und Gemüse. Peter legt seine Sachen auf das Kassenband. Die Kassiererin scannt die Produkte. Sie fragt Peter, haben Sie noch etwas? Peter schüttelt den Kopf. Nein, das ist alles, sagt er. Die Kassiererin sagt, das macht 10 Euro. Peter bezahlt mit seiner Kreditkarte. Er nimmt das Wechselgeld. Peter packt seine Einkäufe in eine Tasche. Er geht aus dem Supermarkt. Draußen regnet es. Peter läuft schnell nach Hause. Zu Hause stellt er die Tasche auf den Tisch. Er nimmt die Milch, das Brot und die Butter heraus. Er stellt alles in den Kühlschrank und auf das Regal. Peter ist zufrieden. Er hat alles gekauft, was er braucht. Jetzt kann er sein Frühstück machen. Peter macht einen Kaffee. Er schmiert Butter auf das Brot. Er gießt Milch in den Kaffee. Er isst und trinkt in Ruhe. Dann geht er ins Wohnzimmer. Er sieht fern und entspannt sich. Peter fühlt sich gut. Er denkt an seinen Einkauf. Er hat alles, was er braucht, um den Tag zu beginnen. Er freut sich auf den Abend. Peter nimmt sein Handy und ruft einen Freund an. Er fragt den Freund, ob er später etwas unternehmen möchte. Der Freund sagt, dass er Zeit hat. Sie verabreden sich für den Nachmittag. Peter schaut auf die Uhr. Es ist schon fast Mittag. Er überlegt, was er noch tun muss. Er will später noch einkaufen gehen. Vielleicht kauft er Obst und Gemüse. Er entscheidet sich, zuerst zu duschen. Er geht ins Badezimmer. Er dreht den Wasserhahn auf. Das Wasser ist warm. Er duscht schnell. Nach der Dusche zieht er sich an. Er wählt ein bequemes Outfit. Er geht ins Wohnzimmer zurück.
Er setzt sich auf das Sofa. Er schaut sich die Nachrichten an. Es gibt viele wichtige Nachrichten heute. Er hört, dass das Wetter schlecht wird. Es wird später regnen. Er denkt daran, einen Regenschirm mitzunehmen. Er steht auf und geht zum Fenster. Er schaut nach draußen. Der Himmel ist grau. Es sieht nach Regen aus. Peter nimmt seinen Regenschirm. Er öffnet den Regenschirm. Er stellt den Regenschirm an die Tür. Er geht in die Küche, um etwas zu essen. Er nimmt einen Apfel aus der Obstschale. Er isst den Apfel. Es schmeckt gut. Peter trinkt auch etwas Wasser. Er fühlt sich gut und bereit für den Tag. Er geht zum Schrank und nimmt seine Tasche. Er verlässt das Haus. Es ist jetzt Zeit, den Freund zu treffen. Peter geht zur Bushaltestelle. Der Bus kommt in 5 Minuten. Peter wartet am Busbahnhof. Es sind viele Leute am Busbahnhof. Der Bus kommt endlich. Peter steigt ein. Es gibt viele freie Plätze im Bus. Er setzt sich am Fenster. Der Bus fährt los. Peter schaut aus dem Fenster. Er sieht viele Geschäfte und Cafés. Der Bus hält an einer Haltestelle. Ein paar Leute steigen ein. Der Bus fährt weiter. Es ist eine ruhige Fahrt. Peter erreicht bald die nächste Station. Er schaut auf sein Handy. Er hat eine Nachricht von seinem Freund. Der Freund fragt, wo Peter ist. Peter antwortet, dass er bald da ist. Der Bus hält an und Peter steigt aus. Er sieht seinen Freund in der Nähe. Der Freund wartet auf ihn. Sie begrüßen sich. Wie geht's? Fragt Peter. Gut, danke, und dir? Fragt der Freund. Auch gut, danke, sagt Peter. Sie gehen zusammen zum Café. Im Café gibt es viele Leute. Sie setzen sich an einen Tisch. Der Kellner bringt die Speisekarten. Sie schauen sich die Karten an. Peter fragt, was empfiehlst du? Der Freund sagt, das Sandwich ist gut. Peter entscheidet sich für das Sandwich. Sie bestellen ihr Essen.
Der Kellner bringt bald die Getränke. Peter trinkt seinen Kaffee. Der Freund trinkt Tee. Sie unterhalten sich über ihren Tag. Sie haben viel zu erzählen. Es ist eine schöne Zeit zusammen. Peter schaut auf die Uhr. Es ist fast 15 Uhr. Er muss noch einkaufen gehen. Er steht auf und sagt, ich muss los. Der Freund sagt, bis später. Peter geht aus dem Café. Er geht zurück zur Bushaltestelle. Der nächste Bus kommt bald. Er fährt zurück nach Hause. Zu Hause stellt er seine Einkäufe ab. Er macht eine kurze Pause. Er entscheidet, noch ein wenig zu lesen. Er holt ein Buch aus dem Regal. Er liest ein paar Seiten. Es ist ein interessantes Buch. Peter hört plötzlich ein Geräusch. Er steht auf und schaut nach. Es ist nur der Wind. Peter geht zurück zu seinem Buch. Er liest weiter. Nach einer Stunde legt er das Buch weg. Er fühlt sich ein bisschen müde. Er entscheidet, sich auszuruhen. Er geht ins Schlafzimmer. Er legt sich ins Bett. Es dauert nicht lange, bis er einschläft. Er schläft tief und fest. Am Abend wacht er auf. Er fühlt sich erfrischt.